Ein Vertrag ist schnell geschlossen und es gilt, was liegt, das biegt. Mein Name ist Niki Autritt, ÖMTC-Jurist, und worauf es beim Fahrzeugkauf genau ankommt, das erfahrt ihr hier. Ein Fahrzeugkaufvertrag ist formfrei. Er kann also zum Beispiel schriftlich oder auch mündlich am Telefon abgeschlossen werden. Haben sich Käufer und Verkäufer über die Sache und den Preis geeinigt, ist der Vertrag fertig und gilt für beide Seiten. Einfach zurücktreten kann man davon dann nicht mehr, außer beim Kauf von einem Unternehmen, wenn der Vertrag im sogenannten Fernabsatz geschlossen wurde, zum Beispiel via Internet oder Telefon, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dann hat man als Kunde eine 14 Tage Rücktrittsfrist. Das gilt auch bei Verträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen werden, zum Beispiel an der Haustür. In einem Vertrag sollte möglichst genau festgehalten werden, was vereinbart wurde. Dabei können Vordrucke wie etwa der ÖAMTC-Kaufvertrag zwischen Privatpersonen helfen. Grundsätzlich gelten auch mündliche Zusagen, sind aber schwierig nachzuweisen. Vorsicht ist angebracht, wenn eine Zusicherung nur mündlich erfolgt und nicht auch schriftlich gegeben wird. Generell sollte man sich ausreichend Zeit nehmen und nicht drängen lassen und bei gebrauchten Fahrzeugen auch eine Probefahrt machen. Tipp: Inserate, zum Beispiel auf Plattformen im Internet, sollten aufgehoben werden. Auch hier gemachte Aussagen können relevant sein. Bei gebrauchten Kfz ist eine Kaufüberprüfung jedenfalls sinnvoll. Die Gewährleistung ist gesetzlich geregelt und von einer zusätzlichen freiwilligen Garantie, zum Beispiel des Herstellers, zu unterscheiden. Was eine Garantie umfasst, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab. Gewährleistungspflicht bedeutet einstehen müssen dafür, dass das Fahrzeug im Zeitpunkt der Übergabe den objektiv erforderlichen oder vereinbarten Eigenschaften entspricht. Eine Privatperson kann aber im Gegensatz zu einem Unternehmen die Gewährleistung wirksam ausschließen. Bei Fahrzeugen beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre. Liegt bei einem Kfz die erstmalige Zulassung aber länger als ein Jahr zurück, darf die Frist auf 1 Jahr verkürzt werden. Bei Verträgen zwischen einem Unternehmen und einer Privatperson, die ab dem Jänner 2022 abgeschlossen wurden, gilt: Tritt ein Mangel innerhalb eines Jahres ab der Übergabe auf, ist der Verkaufende gewährleistungspflichtig, außer er kann nachweisen, dass der Mangel nicht schon bei der Übergabe vorhanden war. Bei allen anderen Verträgen gilt eine Frist von 6 Monaten. Danach muss der Kaufende beweisen, dass ein Mangel schon bei der Übergabe vorhanden war. Gewährleistungspflicht des Verkäufers bedeutet, dass der Käufer zuerst das Recht auf Austausch oder Verbesserung der Sache hat. In der Regel kann erst in weiterer Folge Preisminderung oder Auflösung des Vertrages verlangt werden. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Möglichkeiten, bei Problemen mit dem Fahrzeug Ansprüche durchzusetzen. Falsche Angaben des Verkaufenden können sogar gleich zur Auflösung des Vertrages berechtigen und diesen schadenersatzpflichtig machen. Die Juristinnen und Juristen der ÖMTC Rechtsberatung helfen bei Fragen zum Vertragsabschluss, um Probleme möglichst zu vermeiden und auch dann, wenn bereits welche bestehen. Kostenlos und exklusiv für Mitglieder.